Hallo zusammen. Neuer Hintergrund, aber ich bleibe derselbe, ja, so gleiche Person. Ich will heute einfach mal was Neues ausprobieren, eine neue, ja, Rubrik starten, ja. Nennen wir sie einfach Gedankenlaut, also einfach mal plaudern. Und womit fange ich heute an? Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Russland von ukrainischen Nazis spricht, kam mir die Frage, wen meinen Sie damit überhaupt? Wer sind diese Nazis eigentlich in den Augen der Russen? Und um das zu verstehen, muss man versuchen, sich in ihre Geschichte, in ihre Denkweise hineinzuversetzen. Wenn man in die 1930er Jahre zurückgeht, sieht man, ja, Nazi-Deutschland und Stalin-Sowjetunion waren sich in vielen gar nicht so unähnlich. Beide Systeme verachteten das Individuum, beide träumten von einem gewaltigen Imperium und beide waren bereit dafür, Krieg zu führen. Ja? 1939 schlossen sie sogar ein Bündnis, den Molotow-Ribbentrop-Pakt. Darin einigten sie sich, wie sie gemeinsam den Zweiten Weltkrieg beginnen und Osteuropa unter sich aufteilen würden. Ideologische Probleme mit dem Nationalsozialismus hatte die Sowjetunion also offenbar nicht, sonst hätte sie diesen Vertrag nie unterschrieben. Doch dann änderte sich alles. Ja? Hitler beobachtete das katastrophale Vorgehen der Roten Armee im Krieg gegen das kleine Finnland und kam zu dem Schluss, Stalin ist schwach. Also griff er ihn an, seinen ehemaligen Partner, und das war der Beginn der Operation Barbarossa. Die Kämpfe fanden vor allem in Belarus und in der Ukraine statt. Russland selbst wurde erst ganz am Ende des Krieges direkt getroffen. Ich sage es bewusst, weil es bis heute Menschen gibt, die glauben, der Westen stehe in besonderer Schuld gegenüber Russland. Aber am meisten gelitten haben damals die Ukrainer. Während der deutschen Besatzung versuchten viele Völker, die zuvor unter sowjetischer Herrschaft standen, mit den Nazis zu kollaborieren. Nicht aus Sympathie, sondern aus Verzweiflung, in der Hoffnung, sich von Moskau befreien zu können. Und genau das, also dieser Verrat, hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Russen eingebrannt. Nach dem Krieg entstand daraus die sowjetische Erzählung vom großen Vaterländischen Krieg. In dieser Version war Russland das unschuldige Opfer, das in heroischer Selbstverteidigung das Nazi-Heer besiegt hatte. Aber vom Pakt mit Hitler, von der Besetzung des Baltikums, von der Aggression gegen Polen oder Finnland, keine Rede. Auch nicht von der gewaltigen amerikanischen Hilfe, ohne die die Sowjetunion kaum überlebt hätte. Da dieser Krieg der einzige war, den Russland seit Jahrhunderten gegen einen modernen Gegner gewonnen hat, wurde er zum Mittelpunkt einer nationalen Religion. Jedes Jahr wird er mit riesigen Militärparaden gefeiert, als Symbol der Größe und Besiegbarkeit. Aber was bleibt im kollektiven russischen Gedächtnis von den Nazis wirklich hängen? Die Konzentrationslager? Die Rassenideologie? Die Menschenverachtung? Nein, all das existierte in der Sowjetunion ebenfalls. Für viele Russen sind Nazis heute nicht jene, die andere Rassen hassen oder Völkermord begehen. Nazis sind vielmehr all jene, die Russlands Sonderrolle in der Welt nicht anerkennen, die den imperialen Anspruch Russlands auf Osteuropa und Zentralasien in Frage stellen. Und ganz besonders jene Völker, die von Russland als Teil der russischen Nation betrachtet werden, die aber selbst sagen, wir sind Ukrainer, wir sind Weißrussen, wir sind eigenständig. In den Augen vieler Russen sind das die schlimmsten Verräter, die ewigen Nazi-Kollaborateure, denn sie haben die Idee des heiligen, dreieinigen russischen Volkes verraten. Deshalb hört man in der russischen Propaganda ständig Namen wie Bandera oder Banderisten. Im Westen kennen diese Namen kaum jemand, aber für Russland steht er symbolisch für den absoluten Verrat.
Das Konzept des dreieinigen russischen Volkes, also Russland, Ukraine und Belarus, ist für Putin und seine Ideologen zentral. Und dass die Ukraine versucht hat, sich von dieser Idee zu lösen, eine eigene Nation zu werden, sich dem Westen zuzuwenden, das gilt in Russland tatsächlich als Inbegriff des Narzissmus. Kein Witz. Sie meinen das ernst. Der gemeinsame Sieg der Alliierten über Hitler hat im Westen den Eindruck erweckt, dass alle denselben Feind aus denselben Gründen bekämpft hätten. Aber das stimmt nicht. Die Sowjetunion kämpfte nicht gegen den Faschismus als Idee, sie kämpfte um ihre Macht, um ihr Imperium. Dieses Missverständnis prägt bis heute unsere Wahrnehmung. Viele im Westen glauben, Putins Gerede von der Entnazifizierung sei bloß Propaganda, ein Vorwand. Aber das ist es nicht. Für viele Russen ist ein bitterer Ernst. Sie glauben wirklich, sie kämpfen gegen den Faschismus, gegen jene, die Russland verraten haben, die sich weigern, Teil des russischen Ganzes zu bleiben. Darum verstehen wir diesen Krieg oft falsch. Wir suchen nach wirtschaftlichen, geopolitischen, strategischen Motiven, aber für Russland steht etwas anderes im Zentrum. Der Kampf gegen den Verrat am dreieinigen russischen Volk. Wenn ich also höre, wie in Russland wieder von Nazis gesprochen wird, dann denke ich, sie lügen nicht unbedingt. Sie glauben daran. Es ist kein Zynismus, sondern ein Glaube. Ein gefährlicher, fanatischer Glaube. Ein Glaube daran, dass die Ukraine kein Recht hat, sie selbst zu sein. Und solange dieser Mythos weiterlebt, solange Russland in den Ukrainern Verräter sieht statt Nachbarn, wird dieser Krieg leider nicht ändern. Das ist meine Meinung. Eure Meinung schreibt in die Kommentare. Bis bald.